Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Der Tisch wackelt etwas, aber der Gimbal gleicht es oder versucht es auszugleichen. Ich höre jetzt auf zu wackeln. Aus. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe. Einmal eine traurige Nachricht, dass Mr. Lufthansa Jürgen Weber verstorben ist. Weiter gehen wir mit den Themen 340-600er. Welche Ziele haben die Lufthansa-Jets noch? Weil die werden ja alle ausgedünnt. Dann gibt es von dem ADV, das ist der Flughafenverband, eine Erhebung, was für Passagiere nach Deutschland kommen, beziehungsweise weniger Passagiere, die nach Deutschland kommen. Lufthansa First Class Lounge in München, nach 6 Monaten soll es da wieder Gäste geben. Und wir haben eine neue Verordnung in der Türkei. Du stehst zu früh auf aus dem Flieger, also quasi nach der Landung, Gott sei Dank. Fresse, gibt Strafe. Können wir darüber diskutieren, ob das richtig ist. Und last but not least, Aegean, da gibt es Punkte gegen Geld, den Status zu behalten oder zu bekommen. Ihr, wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und denkt dran zu kommentieren, auf School zu kommen. Und wir gehen los mit dem ersten Thema. Das erste Thema ist, der Ex-Vorstandschef Jürgen Weber ist gestorben. Man nannte ihn auch Mr. Lufthansa, 1941 geboren und ist am 13. Mai im Alter von 83 Jahren verstorben. Er war 46 Jahre bei Lufthansa, davon 12 Jahre als CEO von 1991 bis 2003, 10 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender, und er hat natürlich die Lufthansa geprägt wie kein anderer. Er ist die Symbolfigur der Lufthansa geworden und deshalb nennt man ihn auch Mr. Lufthansa. Er gilt ja auch als Architekt der Star Alliance. Er ist auch jemand, der die Lufthansa quasi von einem Staatskonzern, staatsnahen Konzern in die Privatwirtschaft überführt hat, der also die Lufthansa privatisiert hat und damit auch zur führenden europäischen Luftfahrtfirma oder Konzern, muss ich ehrlicherweise sehr sagen, geführt hat. Und er hatte auch als Aufsichtsratsvorsitzender damals den Kollegen Wolfgang Meyerhuber, dessen Karriere er förderte, und er förderte auch die Karriere von Carsten S. aus M., hat er den Weg geebnet, dass man sich international beteiligt an der Swiss, an der Austrian, an der Brussels. Also insofern ist er auch maßgeblich beteiligt an der Internationalisierung des Konzerns. Ja, der Herr Weber war ein Visionär, er trug halt auch oft Lufthansa gelbe Krawatten. So verbunden war er mit der Lufthansa und die Identifikation mit der Marke ging auch darüber weiter hinaus. Er war visionär, durchsetzungsstark und vor allem auch ein Luftfahrtingenieur, also er wusste, wovon er sprach, und war auch Mitglied in vielen Managerkreisen, sehr, sehr gut vernetzt in der Bundesrepublik, und damit hat er natürlich auch für viel Kontroverse und Kritik gesorgt, denn er schrumpfte den Einfluss der Gewerkschaften einmal, hat damit halt auch ein gespanntes Verhältnis hinterlassen, und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele im Lufthansa-Konzern vielleicht heute noch mit den Gewerkschaften so ein bisschen fremdeln. Er hatte zum Beispiel auch 2001, als wir noch Magazine und Zeitungen an Bord der Lufthansa hatten, aufgrund eines negativen Berichts zum Thema, was war es nochmal, ich weiß gar nicht, was es war, also es wurde halt irgendetwas Negatives über die Lufthansa geschrieben, hat einfach die Bordauflage gekürzt. Hat er gesagt, Süddeutsche Zeitung, nö, wollen wir nicht mehr, machen wir nicht. Und das natürlich gab dann eine Diskussion über Pressefreiheit und andere Themen, was natürlich logische Konsequenz ist. Er hat aber auch, wie viele andere Manager, die Billigflieger unterschätzt und hatte einfach nicht geglaubt, dass dies etwas ist, wo man sagt, das ist ein Boom. Nachwirkungen sind natürlich auch, dass er die harte Linie der Gewerkschaften als notwendig ansah. Ein Zitat, was von ihm überliefert ist: besser ein großer Knall als ein Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Und er gilt halt wirklich immer noch als der Gestalter der Lufthansa, wie sie in der heutigen Form ist. Nachruf gab es vom Aufsichtsratschef Clay: wir verneigen uns vor seiner Lebensleistung, einer großen Persönlichkeit. Ja, also keiner hat wirklich das so gespielt. Er war aber trotzdem, so ist mir berichtet worden, ich habe ihn selber gesehen, aber nie gesprochen, ehrlicherweise, doch jemand gewesen, der sehr humbled war, also sehr trotzdem fair und alles. Also insofern
Das als traurige Nachricht. Lasst uns weitermachen mit dem Thema 340-600. Das ist ja auch eine Umstrukturierung, wo wir halt mit den Flotten bei der Lufthansa in die Änderungen gehen. Die 787-9er sollen das ja mit ersetzen. Die Ausschlottung ist ja geplant. Die sollen nach dem Sommer 2025 außer Dienst gestellt werden. Im Moment sind nur noch 7 Maschinen aktiv, alle von München, alle von Frankfurt aus, nicht von München. Sie waren ja schon mal am Abstellgleis und einige Maschinen sind ja schon nach Teruel auch gebracht worden. Grund ist logischerweise, dass die vierstrahligen Flugzeugmonster, muss ich sagen, aber ich mag die 340-600 oder Lufthansa-Jargon Galeere. Ja, ich weiß, dürfen wir nicht sagen. Und die haben halt auch einen hohen Kerosinverbrauch und einen hohen Wartungsaufwand. Aber jetzt zu den Zielen. Im Sommerflugplan ist natürlich Boston. Das ist das einzige Ziel in den USA mit 340-600. Weiter haben wir noch Shanghai, Delhi, Hongkong, Riyadh und Dammam. Und jetzt sagt ihr natürlich, ja gut, die Buden sind ja geblieben. Warum? Ja, natürlich wegen der First Class, weil man First Class braucht. Und die Ersatzmodelle mit der First Class sind halt in ausreichender Stückzahl nicht dort. Die Lufthansa hat ja bis zum Jahresende so 10 787-9er, die sie noch erwartet und einige mehr. Und diese sollen die auslösen. Und natürlich das Problem, warum sie noch nicht weg sind, sind halt die Allegris-Sitze. Ich bin mal gespannt im Sommer, wie das geht und was damit passiert. Der Rückgang ausländischer Besucher und wirtschaftlicher Druck auf die deutschen Flughäfen wächst auch. ADF hat dort eine Umfrage gemacht an den Flughäfen. Das ist ja auch der Verband der deutschen Flughäfen. Die haben weniger internationale Besucher mit dem Ziel Deutschland. In 2017 war der Anteil auswärtiger Deutschlandbesucher 32%, in 2023 nur noch 21%. Ursache ist natürlich, dass die Flugverbindungen nach Deutschland unzureichend sind. Deutschland ist nicht mehr so einfach zu erreichen oder nicht mehr so gut verbunden. Und der Grund ist natürlich, hört, die hohe Luftverkehrssteuer und staatlichen Gebühren. Der ADF fordert ersatzlose Streichung von der Luftverkehrssteuer, so wie es in Schweden gemacht wird und dort ja auch dann praktiziert wird. Mehr politische Unterstützung für die Wiederbelebung des Reiseziels Deutschland. Und Ralf Beiße sagt, das einst anziehende Reiseland Deutschland befindet sich seit der Pandemie auf einer Talfahrt. Mal gucken, ob wir das wegbekommen. Ich gehe mal ein bisschen mehr in die Sonne, damit wir hier nicht so den Van Gogh-Effekt haben. Treiber des Verkehrs ist nicht mehr der Geschäftsreisende, weil der ist nur noch bei 20%. Privatreisenden sind die Treiber, Besuche bei Freunden oder Verwandten, Städtereisen, Events, Freizeit. Und jetzt fragt euch, wie reisen die meisten Leute zum Flughafen an? 48% mit dem eigenen Auto. Fraport hat ja Verluste im Q1 2025 gehabt und da sieht man halt den Trend. Heißt also, 12,4 Millionen Passagiere sind minus 0,9%. Gucken wir, ob dieser Trend gestoppt werden kann. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, warum wollen die alle nicht ins beste Deutschland aller Zeiten? Bin ich mal gespannt. An der Lounge in München wird es nicht liegen, da die Münchner Lounge wieder eröffnet. Die First Class Lounge am 22. Mai ist noch ein bisschen hin. 6 Monate wurde die Bude renoviert. Zwar im Terminal 2 am Flughafen. Die Alternativen, die ihr benutzen könnt, im Moment ist die First Class Lounge im Satelliten bei den Gates K11 bzw. L11. Und diese sind natürlich einmal Schengen und einmal dann in L für Non-Schengen. Die Senator-Lounges sind bei Gate G24. Senator-Lounge gibt es auch bei H24, wenn ihr Non-Schengen seid, wissen wir ja alle. Der Limousinentransfer ist ab der Senator-Lounge G24, H24 erhältlich. Die Lufthansa First Class Lounge im Satelliten-Terminal K11, L11 natürlich auch. Lufthansa sagt natürlich, sie entschuldigen sich für alle Unannehmlichkeiten, aber ich glaube, wenn die Lounge offen ist, wenn wir alle sagen, boah geil, endlich ist die Bude wieder auf und wir können dahin gehen. Aber aufpassen, wenn er mit Turkish Airlines fliegt, kommt er eh nur in die Senator Lounge. Und zwar, wenn die türkische Zivilluftfahrtbehörde SHGM hat ein, nennt man so als Dekret, also auf jeden Fall haben sie jetzt eine Verordnung und die heißt UOD 22501 und die ist gültig seit dem 2. Mai. Verbot bei vorzeitigem Aufstehens nach der Landung. Verstoß. Vorzeitiges Abschneiden oder Aufstehen gleich vorschriftswidriger reisender Passagier, also unruly. Und die Öffnung der Gepäckfächer vor Parkposition ist ebenfalls untersagt.
gehen in den Gang vor eigener Ausstiegsreihenfolge verboten. Also das heißt, da geht er sehr ins Detail. Du darfst also nicht vor der Reihe vor dir aussteigen. Und die Konsequenzen sind die Meldung durch die Crew. Höhe leider des Bußgeldes ist nicht festgelegt. Also das ist auch eine interessante Geschichte. Und es gibt eine neue verpflichtende Kabinenansage, ich möchte sie euch mal geben. Also es ist strengstens verboten, Gepäckfächer zu öffnen oder sich im Gang aufzuhalten, bevor das Flugzeug seine Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen erloschen sind. Stehen Sie nicht auf, gehen Sie nicht in den Gang, bevor Sie an der Reihe sind. Jetzt fragst du natürlich, warum machen die das? Ja, das Ziel der Vorschrift ist natürlich Erhöhung der Sicherheit, Schutz vor den Verletzungen, weil wenn das Flugzeug natürlich irgendwelche Bewegungen macht oder aber scharf abbremst, dann fällt man um, hat Gepäckfach auf, Gepäck fällt raus, ist ja ganz klar. Und es soll auch Chaos beim Aussteigen vermeiden. Turkish Airlines hat die Crews mittlerweile informiert und ich bin da mal gespannt, wie das Ganze dort aufgenommen wird und wie das vor allem umzusetzen ist. Ob man da so eine Trigger-Happy Crew oder sowas dann hat, die dann da lustige Sachen macht. Ich weiß es nicht. Ihr seid halt dran und könnt da kommentieren und könnt da sagen, was ihr davon haltet. Wer eher bei Miles and Bonus, also bei Aegean sammelt, der kann dort Tier-Miles kaufen. Und der Zweck ist natürlich, um den Status zu erhalten oder um den Status zu bekommen. Das geht bei Silber und Gold und ist natürlich bei geringem Flugvolumen eine der Statusjünger, die man relativ leicht erhalten kann. Silber, neuer Status, 12.000 Meilen plus 2 Flüge mit Aegean Olympic oder 35.000 Meilen insgesamt. Requalifikation sind 8.000 Statusmeilen plus 2 Flüge mit Aegean Olympic oder 35 Statusmeilen. Das ist Silber. Bei Gold neuer Status 24.000, 4 Aegean oder 70.000 Statusmeilen, Requalifikation 12.000 Meilen plus 4 Aegean Olympic-Flüge oder 70.000 Meilen. Ihr könnt Tiermeilen kaufen, direkt über die Webseite bei Aegean. Verfügbarkeit dreht sich nach aktuellem Statuslevel. Gold kann maximal 3.000 Punkte kaufen, Silber maximal 2.000 und Blue kann maximal 1.000 kaufen. Jetzt sagt ihr, was kostet die Bude? 500 kosten also 50 Euro, 1500 kosten 150 und wird natürlich als Reisebuchung gecodet und ist natürlich relativ cool. Also könnt ihr, wenn ihr die maximale Summe nehmt, 3.000 für 300 Euro kaufen. Vorteile ist natürlich schnell und sichere Requalifikation, kein Risiko des Downgrades, zum Beispiel von Gold auf Silber und Erhalt von Upgrade-Vouchers und Loungezugang bei Gold. Das macht sich natürlich relativ schnell bezahlt für den einen oder anderen. Und für wen lohnt es sich? Das ist für alle, die knapp unter der Schwelle für den Status liegen, sich gezielt, aber dann auch nochmals absichern wollen und sagen wollen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und insbesondere Gold ist durch die Gutscheine und durch die Starlines-Vorteile absolut ein Schnapper, wenn man den bei den Freunden von Aegean macht. Ich danke euch wieder dafür, dass ihr hier bei Frequent Traveler TV seid. Wir haben hier temperaturmäßig heute in der Wüste wesentlich kühler als die letzten Tage, ist irgendwie knapp über 30 Grad, fühlt sich an wie 25 mit leichtem Wind, also kein Leiden, sondern nur Weinen auf hohem Niveau, wie leider geil das Ganze ist. Ihr seht es ja hinter mir. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Denkt dran, morgen wieder dabei zu sein. Ich versuche morgen aus Irvine zu kommen. Ich muss mal gucken, welches Hotel ich nehme, habe noch nichts gebucht und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich verspreche euch, mir auch morgen eine Sendung. Also bis dann, ciao, ciao und Kanal abonnieren, Glocke, Like und aufs Glück. Bis dann, ciao.